Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir gucken, was der Tag so mitbringt an Infos. Und ich bin gespannt. Ja, wir haben hier mit dem Hüttensänger das Thema Fröhlichkeit. Und tatsächlich ist es so, dass wenn diese Karte auftaucht, sie ein Omen ist für Freude, für Spaß, für Feiern. Es geht darum, dass wir das hier und heute bejahen sollen, dass sich Zweifel auflösen, dass wir uns gewahr werden, dass alles okay ist. Und dass es eigentlich sehr simpel wäre, denn der Lebenssinn besteht darin, Glück zu empfinden. Man sollte sich hier überlegen, bin ich vielleicht auch irgendwo nicht glücklich, weil ich es anderen recht machen möchte oder weil ich irgendjemand gefallen will. Und es geht auch darum, nichts mehr aufzuschieben, nicht auf morgen zu warten, jetzt zu leben, in all seiner Fülle des Lebens zu genießen, jeden Tag, was man eben kann. Ich weiß, manchmal sind die Situationen schwierig, dass die Fröhlichkeit auch manchmal stark ausgebremst wird. Aber es geht auch darum, dass die Karte uns darauf hinweist, dass wir eben nicht kämpfen oder leiden brauchen, um voranzukommen, sondern dass wir, wenn wir die Dinge mit Freude machen, eben schneller wachsen als je zuvor. Das ist ein sehr guter Impuls. Man denkt immer, das Leben wäre so sehr mit irgendwelchen Schwierigkeiten behaftet, dass es immer nur aus Lernen besteht, aber es besteht eben auch aus Leben und im Hier und Jetzt das Beste aus allem zu machen, vergessen wir, glaube ich, ganz gerne. Ja, toll, ne? Ich wollte ein Krafttier für uns, jetzt kommt die leere Karte. Du darfst dir praktisch eins aussuchen. Vielleicht hast du schon ein eigenes oder du guckst heute mal verstärkt drauf, was mit dir spricht. Oder wo du irgendwo ein Tier siehst, das dir begegnet. Wir hatten letztes Jahr mal eine Ameisenstraße vom Balkon in die Küche. Und natürlich habe ich mich auch damit beschäftigt, was mir das zu sagen hat. Also es hat immer irgendwas mit sich und es hat damals auch gestimmt. So, wir nehmen den Adler fürs Kollektiv und der Adler spricht vom höheren Selbst. Man erhält also Führung in einer Angelegenheit. Man wird mit der Kraft des höheren Selbst wieder besser verbunden und darf wissen, dass sich die Dinge zum Guten wenden. Und es geht auch ein bisschen darum, die Perspektive des Adlers einzunehmen, denn der guckt von oben runter auf alles, fast unbegrenzt. Und das meint einfach im übertragenen Sinne, dass man da auch wieder Möglichkeiten und Wege sieht, wenn man den Blickwinkel wechselt. Wenn der Adler kommt, dann bringt er dir Schutz, Kraft und Glaube mit, auch in die göttliche Führung. Und er sendet auch Zeichen, dass alles gut wird, ne? Gelingen, Gerechtigkeit in einer bestimmten Angelegenheit. Und wir sind aufgefordert, die momentane Situation mit ihren Aufgaben und Prüfungen nicht länger als eine Belastung zu sehen. Das doppelt sich hier, ne? Einfach Ja zu sagen zu den gegenwärtigen Aufgaben, betrachten, was einen beschäftigt, übergeordnet über die Dinge gucken, beschränkende Gedanken loslassen. Ja? Wenn der Adler kommt, dann darf man sich auch einer mächtigen Kraft angenommen fühlen, weil sich sehr viel Wahrheit offenbaren wird und das Licht der Sonne und der Bewusstheit mit einem ist. Das ist ja mal mega spannend für heute schon wieder. Wir gucken mal mit einer Merlin-Karte, wie wir das Ganze noch ein bisschen differenzieren. Wir haben den Feenspiegel. Es geht hier um einen tiefen Einblick, um eine Emotion, um Intuition auch.
Es geht um das bewusste Wahrnehmen von Dingen, das sagen uns alle 3 Karten. Und es geht auch darum, die Intuition wieder mehr zu hören oder auf sie zu hören, aus der Tiefe zu gucken, ne? Hier aus der anderen Perspektive und hier mit einem tieferen Blick auf die Dinge zu gucken, so dass dieses Okay kommen kann. Es ist, wie es ist und ich möchte trotzdem mein Leben genießen. Es gibt allerlei Dinge, die eben noch nicht sichtbar sind für uns. Und bevor irgendetwas entsteht, entsteht es zumeist immer im Innern der Menschen oder des Erfinders, des Erstellers. Ne? Und genau von da aus webt sich die Magie. Das bedeutet praktisch, wenn du hier an der Fröhlichkeit des Hier und Jetzt vorbeilebst, dann musst du anfangen, im Innern dich damit wieder zu beschäftigen, denn von da aus wird es nach außen gekehrt und kommt in die Welt, ins Reale. Wir haben hier noch die Brunnenkresse. Hier geht es um das Wasser, um das Meer, um das Element Wasser. Es geht um die Emotionen. Und es geht darum, dass uns bewusst wird, dass uns das Wasser jeden Tag segnet und dass wir uns vertrauensvoll im großen Fluss des Lebens baden können. Diese unermüdliche Quelle auch in einem wieder zu spüren, das Vertrauen ins Leben zu haben. Und unten haben wir noch das Vergissmeinnicht. Ne? Hier geht es darum, dass man Dinge loslässt, dass man die Erinnerung, die kann dir ja nie jemand nehmen. Ne? Du kannst alles ansammeln, auch die unschönen Erinnerungen, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht nicht darum, in unangenehmen Situationen zu baden, sondern sich bewusst zu sein, dass nichts verloren geht, dass alles nur dem stetigen Wandel unterliegt. Und dass man bewusst sagen kann, hier, das möchte ich jetzt für heute nicht mehr haben. Ich möchte von der fröhlichen Seite des Lebens abweisen oder genießen können. Spannend. Wenn man sich überlegt, wie viele Dinge man tagtäglich verschiebt, aufs Alter, auf die Rente, aufs Wochenende. Wir wissen alle gar nicht, ob wir das erleben. Deshalb lebt im Hier und Jetzt und hört auf die Botschaft des Nymphensittiches, der euch oder uns sagt, du bist gesellig und liebst es, mit Menschen zusammen zu sein. Wie ist es derzeit um dein soziales Leben bestellt? Hast du die richtigen Menschen an deiner Seite? Es gibt ja auch Menschen, die euch Drama in euer Alltag bringen, obwohl das euch gar nicht gehört. Ne? Und man lässt sich da so mitreißen. Und wir haben den Dompfaff. Ich suche dich auf, um dich auf deine Anfälligkeiten hinzuweisen. Du befindest dich an einem Übergang in deinem Leben, neue Knospen treiben an, entdecke das Neue mit Achtsamkeit. Vielleicht ist es dir auch ganz neu, dass du jeden Tag gerne aufstehst oder eben im Hier und Jetzt das Schöne und Fröhliche des Lebens siehst und darauf will uns dieser Tag hinweisen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.